Hallo und willkommen zu einem Funktionenvergleich. Ich möchte den S-Verweis, den du wahrscheinlich kennst und erfolgreich angewendet hast, mit dem X-Verweis, der in Planmaker 2026 neu ist, antreten. Strategien aus den Funktionen Index und Vergleich lasse ich hier mal unberücksichtigt. Wenn du dir die Liste anschaust und in Spalte H, I und J die Ergebnisse, ich bin jetzt gerade im S-Verweis zugange, dann wirst du sehen, und ich schalte mal um zum X-Verweis, dass ich exakt das gleiche Ergebnis habe. Du wirst dich fragen, wo ist denn der Unterschied? Wo ist denn das Problem? Im Ergebnis ist es das nicht. Im Handling gibt es gravierende Unterschiede und die zeige ich dir auf. Ich vergleiche mal mit der Anwendung des S-Verweises. Und es geht darum, mit diesem Suchbegriff in dieser Spalte zu finden und falls gefunden aus der Spalte C diesen Wert als Rückgabewert hier einzutragen. Im Reiter Formeln über weitere Funktionen, andere Funktionen finde ich hier den S-Verweis, durchsucht einen Bereich spaltenweise. Jetzt soll ich mein Suchkriterium eintragen. Mit einem Klick auf die Zelle ist das erledigt. Ich fixiere mit F4, dann F2 zum Weiterbearbeiten, Pfeil nach rechts, Semikolon. Auch der Bereich ist schnell benannt und das ist hier noch einfach zu handeln, weil wir haben diese 6 Spalten. Ich markiere über die Spaltenköpfe. Semikolon. Jetzt muss ich noch zählen, aus welcher Spalte, C, also die dritte, kommt der Rückgabewert und den muss ich von Hand eintragen. Jetzt kann ich bestätigen und der Wert wird der Suche entsprechend korrekt eingetragen. Welche Nachteile ergeben sich? Ich muss meine Matrix so aufbauen, dass in der ersten Spalte gesucht und eventuell gefunden wird. Zweiter Nachteil, ich muss von Hand hardcodiert eintragen, aus welcher Spalte der Rückgabewert kommt. Dritter Nachteil, ich kann nicht nach links suchen und dort meinen Rückgabewert finden. Und ganz krass und gefährlich wird es dann, wenn ich, das mache ich jetzt mal hier mit einem Rechtsklick, Zellen einfüge, hier ist es eine Spalte, dann kannst du sehen, dass das zu Ergebnissen führt, die nicht akzeptabel sind. Ich habe hier die 0, weil in der 5. Spalte der Rückgabewert gesucht wird. Da ist nichts, die Spalte ist neu. Und hier habe ich aus der 6. Spalte den Rückgabewert, obwohl ich ja jetzt auch eine Spalte mehr habe. Und das ist fatal. Das ist ein entscheidender Nachteil des S-Verweises. Ich werde dir zeigen, dass das Handling mit dem X-Verweis einfacher ist und dass die Nachteile, die ich hier beschrieben habe, dort nicht auftreten. Ich zeige dir jetzt als Vergleich die Anwendung des X-Verweises und du wirst schnell erkennen, dass das Handling einfacher ist und dass du den S-Verweis wahrscheinlich zukünftig, sofern du über den X-Verweis verfügst, nicht mehr anwenden wirst. Auch hier habe ich I6 markiert und auch hier suche ich im Reiter Formeln weitere Funktionen, andere Funktionen, blätter bis ganz nach unten, gib das gefundene Element zurück. Auch hier wird der Suchbegriff eingetragen, F4 zum Fixieren, F2 zum Weiterarbeiten, Pfeil nach rechts, Semikolon. Jetzt soll ich die Matrix bestimmen. Das ist
die Spalte, in der gesucht wird. Und ich brauche einfach nur eine Spalte zu benennen. Semikolon. Meine Rückgabematrix ist diese Spalte, also klicke ich auch hier rauf. Semikolon. Wenn nicht gefunden, könnte ich eintragen, keine Daten. Semikolon. Als Typ trage ich hier die 0 ein, damit ich gewährleiste, dass Suchbegriff und Fundbegriff übereinstimmen. Das bestätige ich und du siehst, wie einfach das Handling ist. Wenn ich jetzt hier Zellen einfüge, bleiben meine Ergebnisse, weil ich hier flexibel bin und nicht die starre Rückgabespalte eintragen muss. Der X-Verweis lässt also einen direkten Verweis zu. Ich kann Spalten einfügen und entfernen und ich kann auch nach links suchen. Aus meiner Sicht die bessere Wahl, um Daten aus Listen auszulesen.